Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Polens Aggressionsplan eines dritten Europas. Die polnische Politik verfolgte Anfang der 30er Jahre den Plan eines dritten Europas, dem Aufbau eines von der Ostsee bis zur Adria reichenden Machtblocks unter polnischer Führung. Ja, das habt ihr wahrscheinlich noch nie so gehört, aber das erklärt auch, warum die Polen in den 30er Jahren und schon vorher so aggressiv waren. Ich zitiere den Historiker Horst Rohde: Ein wesentlicher Bestandteil dieser Konzeption war die Herstellung einer gemeinsamen Grenze zwischen Polen und Ungarn auf Kosten der Tschechoslowakei. Budapest sollte mit der Karpato-Ukraine und der Slowakei die größeren territorialen Gewinne. Warschau selbst war nur kleinere Grenzgebiete, dafür aber die Führungsrolle in dem neutralen Sperrriegel zwischen der Sowjetunion und Deutschland vorenthalten. Zitat Ende. Derweil ging die polnische Aggressionspolitik munter weiter. Am 6. März 1933, kurz nach der Machtübergabe an Hitler, ließ Polen entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrages die Westerplatte in Deutschland besetzen. Dazu habe ich ein Video gemacht. 21. April 1933. Der polnische Marschall Pilsudski nahm in Wilna eine Parade über 35.000 Mann ab und ließ Dekrete für den Kriegsfall vorbereiten. 1933. Anfang November, also zu 1933 muss ich ja noch sagen, ich habe noch ein anderes Video gemacht, dass Polen 1933 schon Pläne hatte, Deutschland anzugreifen und wollte sich damit mit Frankreich verbünden. Anfang Oktober 1938, Polen erpresste durch ein Ultimatum und durch den Einmarsch seiner Truppen die Abtretung des industriell wertvollen Olsa-Gebietes, das für Kohle-, Eisen- und Stahlproduktion bekannt war, mit der Stadt Teschen. 20. 21. Oktober 1938. Polnische Streitkräfte besetzten 6 slowakische Grenzkreise in den Karpaten. 25. April 1938. Ulrich von Hassel, der deutsche Botschafter in Italien, sandte ein Dringlichkeitstelegramm nach Berlin. Die Meldung: In Prag plane der tschechoslowakische Staatspräsident Masaryk gemeinsam mit den Polen einen Militärschlag gegen Deutschland. Immerhin war die tschechische Armee 2- bis 3-mal größer als die englische und verfügte über 3-mal so viel Munition wie das italienische Heer. Walter Koch, der Gesandte in Prag, bestätigt noch am selben Tag Hassels Telegramm. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass auf der Prager Burg sehr sorgfältig ein Präventivkrieg erörtert wird. Kürzlich sprach Präsident Masaryk von Krieg wie von etwas Selbstverständlichem. Ich bin überzeugt, dass Polens Einfluss hier einen ständigen Druck zugunsten eines Präventivkrieges ausübt und dass die Tschechen die Absicht haben, aktiv zu intervenieren. Zitat Ende. Frankreich distanzierte sich allerdings von dem polnisch-tschechischen Kriegsplan, worauf er von Warschau und Prag fallen gelassen wurde. 12. März 1938. Polen stellte ein Ultimatum an Litauen, um litauisches Gebiet zu annektieren, und gab eine Droherklärung ab. 16. März 1938. Der polnische Außenminister Beck ordnete militärische Vorbereitungen an. Die polnische Armee marschierte mit 4 Divisionen, 50.000 Mann, entlang der Demarkationslinie zu Litauen auf. Etwa mehr als 20.000 litauische Truppen stellten sich ihnen entgegen. Die polnischen Truppen wurden durch gepanzerte Fahrzeuge, durch 2 Luftwaffenregimenter bestehend aus etwa 100 Flugzeugen und durch die polnische Flotte in den Gewässern der Ostsee entlang der litauischen Küste verstärkt. Mai 1938. Das litauische Parlament verabschiedete eine neue Verfassung, die die Aussage widerspiegelte, dass Vilnius nach wie vor die ständige Hauptstadt Litauens und Kaunas lediglich eine vorübergehende Hauptstadt sei. Polen unterdrückte hingegen weiterhin litauische Organisationen in Vilnius. 26. Mai 1938. Der französische Außenminister Georges Bonnet versuchte den polnischen Botschafter in Paris, Łukaciewicz, zu bewegen, die feindselige Haltung Polens gegenüber der Tschechoslowakei aufzugeben. 25. Mai 1938. Polen schreckte nicht einmal vor einem Krieg mit der Sowjetunion zurück, wie der polnische Botschafter mit einem Gespräch
mit dem französischen Außenminister erklärte. 23. September 1938, also alles 1938. Der stellvertretende sowjetische Volkskommissar des Äußeren, teilte dem polnischen Geschäftsträger mit, dass die Sowjetunion den Nichtangriffspakt zwischen Sowjetrussland und Polen kündigen würde, wenn polnische Truppen die tschechische Grenze überschreiten würden. Professor Michael Freund schrieb dazu, ich zitiere, die Sowjetunion kündigt also in diplomatischer, aber sehr verständlicher Sprache an, dass sie über Polen herfallen würde, falls es zum Kriege zwischen Polen und der Tschechoslowakei kommen würde. Zitat Ende. Die kriegslüsternde Antwortnote der polnischen Regierung folgte auf dem Fuße. Ich zitiere, Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Verteidigung des polnischen Staates getroffen werden, hängen ausschließlich von der Regierung Polens ab, die niemanden verpflichtet ist, Aufklärung zu geben. Zitat Ende. Also es ging um Angriffspläne gegen die Tschechoslowakei und die Polen antworteten mit Verteidigung des polnischen Staates. 30. September, 1. Oktober 1938, der polnische Gesandte in Prag suchte den tschechischen Außenminister Krofta auf und überreichte ihm ein Ultimatum, in dem es hieß, die Tschechoslowakei hätte das Gebiet um Teschen innerhalb von 24 Stunden zu räumen, ansonsten würde Polen den Krieg erklären. Oktober 1938, Polen beanspruchte auch Mährisch-Ostrau, wie auch die zumeist von Deutsch bewohnten Städte Wittkowitz und Oderborg. 2. Oktober 1938, polnische Truppen marschierten in die Tschechoslowakei ein und besetzten Teschen. 3. Oktober 1938, polnische Truppen stießen nach Trinec, Laci und Karwina vor und besetzten Oderborg. 17. Oktober 1938, die Polen beanspruchten ein 5 mal 20 Kilometer großes Grenzgebiet südwestlich von Zakopane. 20. 21. Oktober 1938, polnische Truppen besetzten 6 Grenzkreise in den Karpaten. 22. Oktober 1938, Polen forderte 4 weitere Gebiete und Grenzkorrekturen in der Tatra, einem Gebirgskomplex in den Karpaten. 24. Oktober 1938, der polnische Botschafter Lipski bekundete Polens Interesse, die Karpato-Ukraine, Ungarn, mit denen es verbündet war, zuzuschlagen. Lipski erklärte zudem, dass seine Regierung schon seit längerer Zeit versuchte, Ungarn zur Eroberung der Karpato-Ukraine zu bewegen. 31. Oktober 1938. Die slowakischen Regionalregierung wandte sich an die deutsche Reichsregierung und bat die Slowakei, von den immer neuen Forderungen der Polen zu beschützen. 3. März 1939, laut Bericht des italienischen Außenministers Graziano über seinen Besuch in Warschau, hatte sich Polen noch nicht damit abgefunden, die tschechische Grenze als endgültig anzusehen und hoffte immer noch auf die Verwirklichung einer gemeinsamen Grenze mit Ungarn. 4. März 1939. Polen begann damit, Truppen an die Grenze zur Tschechoslowakei zu verlegen. 12. März 1939. Polen ließ seine Truppen an der Grenze in und vor dem Teschener Gebiet aufmarschieren. Die Streitmacht umfasste 2 volle Divisionen. Polen wollte etwas vom Kuchen der Resttschechei abhaben. 21. März 1939. Polen bekundete die Slowakei einzugliedern. 1. Mai 1939. Auf den Anschluss des Memel-Landes reagierte Polen mit einer Teilmobilisierung und einer Verlegung von Truppen in das Gebiet um Danzig. So viel also zur aggressiven Außenpolitik des offensichtlich friedlichen Polens, das angeblich einfach so von Hitlers Bestien überfallen wurde. Die Präventivkriegsmaßnahmen, Drohungen und Mobilmachungen gegenüber Deutschland werden von der Historie und Journalie einfach unterschlagen. So viel zu diesem Thema. Alles dazu mit den einzelnen Quellen findet ihr in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur, Band 4. Hier ist alles aufgeführt über die Vorgeschichte des Krieges und den Krieg gegen die Polen mit Quellen. Und auch in meinem neuen Buch geht es um Polen. Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute, weil die Polen hatten Konzentrationslager für Deutsche, in denen sie gnadenlos, ja, fast kann man ja sagen, gefoltert und abgeschlachtet worden sind. Also alles dazu in diesem riesigen Wälzer, 900 Seiten, leider, weil ich hatte
Ich brauchte viel Platz für die Massaker an uns Deutschen. Und wenn ihr teilhaben wollt an der Gedenkkultur an unsere Toten, dann besorgt euch dieses Buch bitte. Bestellt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de und tretet bei Telegram bei meinem Kanal. Die Links sind alle unten angegeben. Bei Telegram bin ich jeden Tag mit Audio- und Videonachrichten, die ich hier nicht veröffentliche. Ich gebe dort auch Kommentare zu den Kommentaren meiner Videos von YouTube ab. Also auch Telegram, dann wisst ihr meine Antworten auf die Kommentare von YouTube. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.